Wir Alpha-Internet-Trolle werden das gesamte System zum Einsturz bringen. Diese linksgrünen Schneeflocken sind zu soft für den Infokrieg. Ihr seid scheiße! Letzte Woche wurde die große Lösch dich-Doku veröffentlicht, ein Film von mir und Funk über Trolle im Internet. Wer es noch nicht gesehen hat, gerne nachholen auf meinem YouTube-Kanal. Wir haben im Film gezeigt, dass es viele Kommentarschreiber im Netz gibt, die sich nicht wirklich austauschen möchten, sondern eigentlich eher nur andere Leute beleidigen. Und viele Zuschauer fanden, das stimmt überhaupt nicht und argumentierten stichhaltig gegen diese These. Hurensohn, 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 Hurensohn. Das sind einfach so diese sachlichen Debatten, auf die man sich einlassen muss, mit besorgten Bürgern, auf die man zugehen sollte. Und ein Kritikpunkt jedenfalls, der besonders häufig vorkam, lautete: Verleumdung! Imp und Dorian sind keine Nazis. Wurde im Film auch nicht gesagt. Aber natürlich, das war natürlich absolut unfair, was da abgelaufen ist. Ja, also ich rede einfach so im Film davon, dass Dorian Konzentrationslager-Punchlines rappt. Also das habe ich mir aus dem Arsch gezogen, komplett. Und zeige dann einfach so einen Ausschnitt, in dem er Konzentrationslager-Punchlines rappt. Nach dem Umzug ins KZ kann man dich Aschehaufen nennen. Genau wegen dieser Art von Texten wurde neulich erst der komplette Echo abgeschafft. Aber wehe, man kritisiert ist beim Übermenschen Dorian, ja, das ist alles nur Spaß und stellt euch nicht so an. Aber es geht natürlich noch unfairer. Ja, und zwar habe ich im Film behauptet, dass Imp und Dorian sich in einer Sendung öffentlich darüber beschwert hätten, dass man in Deutschland nicht den Holocaust leugnen darf. Und zeige dann, eiskalt wieder, einen Ausschnitt aus einer Sendung, in der sie sich darüber beschweren, dass man in Deutschland nicht den Holocaust leugnen darf. Ich weiß ja bei nichts, wo ich nicht selber dabei war, dass das 100% passiert ist. Leute beschweren sich, ja, ihr zeigt ja nur diesen einen Satz aus dem kompletten Interview, zieht euch doch mal das ganze Interview rein, wozu ich nur sagen kann, bitte, bitte zieht euch das komplette Interview davon rein, dann könnt ihr 8 Minuten lang am Stück erleben, wie die beiden davon labern, wie veraltet und wie absurd es ist, dass man in Deutschland heute nicht den Holocaust anzweifeln darf und wie sie ernsthaft für diesen Standpunkt auch noch mit der verdammten Hohlkugel-Erde-Theorie argumentieren. Diese Theorie besagt, dass wir in Wahrheit nicht auf der Erde, sondern in der Erde leben und dass dieses Geheimwissen von allen Regierungen der Welt unterdrückt wird. Und eins ist natürlich klar, auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich so ist, natürlich lächerlich gering ist, muss man trotzdem der Vollständigkeit halber sagen, du bist jetzt nicht selber mit einer Rakete in den Weltraum geflogen und deswegen kannst du jetzt auch selber nicht das zu 100% widerlegen. Wobei das auch natürlich total wieder falsch zitiert von mir ist. In Wirklichkeit haben sie natürlich das hier gesagt. Beeindruckende Argumentation. Und solange diese beiden Hobbyhistoriker nicht persönlich in der Zeit zurückreisen, um jedes einzelne der erschossenen, vergasten und zu Tode gefolterten Opfer in den Konzentrationslagern persönlich zu obduzieren, solange, meine Freunde, ist die Wahrheit über den Holocaust irgendwo da draußen. Im Film wird nicht behauptet, dass Imp und Dorian Neonazis wären. Der Film zeigt bewusste Provokation der beiden und konfrontiert sie im Gespräch damit. Und ihre Antworten lauten: Wir meinen das nicht immer komplett ernst. Das ist Nischenhumor. Sie grinsen und lachen sich kaputt vor der Kamera. Ich finde das zu 0% witzig oder gut, aber natürlich gehören Leute, die aus reinem Spaß an der Provokation solche Grenzüberschreitungen machen, natürlich gehören solche Leute in einen Film übers Trollen. Ich meine, wir haben uns doch auch die Interviewpartner für diesen Film nicht irgendwie so auf gut Glück aus dem Bällebad gezogen oder so. Ja? Also wir zeigen unterschiedliche Akteure, die aus unterschiedlichen Gründen trollen oder vom Trollen profitieren. Imp und Dorian, für die das alles hauptsächlich Spaß ist und offenbar gar nicht die Tragweite checken von dem, was sie da von sich geben. Martin Sellner, der Trollen absolut ernst nimmt und es als eine Art Waffe im Infokrieg sieht, mit der die eigene Ideologie durchgesetzt werden soll. Und schließlich der AfD-Jungpolitiker Lars Steinke, der das Trollen als nützliches Wahlkampfinstrument für den politischen Erfolg versteht. Wer dagegen nur am Rande vorkommt, ist der YouTuber Die Vulgäre Analyse und da haben sich seine Anhänger mal wieder direkt beschwert. Warum stellst du dich keiner Live-Debatte mit ihm? Warum wehrst du dich gegen einen sachlichen Diskurs? Nur mal kurz der Vollständigkeit halber, was diese höflichen Einladungen zu einem sachlichen Diskurs angehen. Dieser junge Herr nennt mich in seinen Videos ein Scheißbastard, menschlicher Abfall, er wünscht sich Lutsch mein Schwanz. Er beleidigt auf Twitter meine Ehefrau als Schlampe und verbreitet ein Bild weiter, auf dem angeblich zu sehen sein soll, wie sie in einer Moschee ihre Titten zeigt, weil sie ist ja Muslimin. Lustig.
Ich bin mir sicher, dass es im sozialen Leben eines Internet-Trolls, also vom Bildschirm aus andere Leute beleidigen und sich dann wundern, warum man im echten Leben keine Freunde hat, dass es in dieser sozialen Lebenswirklichkeit das Normalste der Welt ist, dass man so miteinander umgeht. Also jemanden von oben bis unten beleidigen, die Partnerin mit reinziehen und als Schlampe bezeichnen. Also das Ding ist nur, in der gemeinen, unfairen Welt der Erwachsenen ist es tatsächlich so, dass dieser nach Dennemann postpubertäre Zwangsvulgarismus jetzt nichts ist, was einen irgendwie beeindruckt, sondern dass es eher so eine ekelhafte Fremdscham verursacht. Und dementsprechend, um es kurz zu machen, ich habe kein Interesse daran, mich mit jemandem an einen Tisch zu setzen, wenn dieser Tisch ein verdammter Kindertisch ist. Der größte Kritikpunkt lautet aber: Jeder, der nicht Reichs Meinung ist, wird als Troll abgestempelt. Wer Kritik übt, wird als Nazi hingestellt. Wobei, Moment, also die Stelle muss irgendwie noch ein bisschen anders rüberkommen, Leute. Jeder, der nicht Reichs Meinung ist, wird als Troll abgestempelt. Wer Kritik übt, wird als Nazi hingestellt. Mein Lieblingsmärchen, ja, also gleich nach Aschehaufenputtel, aber jetzt wirklich nochmal für diejenigen mit der besonders geringen Aufmerksamkeitsspanne, für die Leute, die es absichtlich immer wieder falsch verstehen wollen. Es geht im Film nicht um Kritik. Es geht nicht um Menschen, die eine andere Meinung haben, dass man die verbieten will oder sie dafür kritisiert. Nein, es geht einfach nur um Leute, die massenweise Accounts fälschen, die strategisch versuchen, politische Gegner einzuschüchtern und die sich irgendwelche komischen Handbücher und Leitfäden austauschen, wie man andere Leute maximal psychisch unter Druck setzen kann. Ja? Also da tauschen sich dann irgendwelche abgestumpften Möchtegern Verteidiger der Christlichkeit online darüber aus, wie man besonders effizient und tief Menschen verletzen und verunsichern kann. Und dieser Begriff der psychologischen Kriegsführung, der stammt nicht von mir und auch nicht von Funk, der stammt von den Trollen selbst. So sehen sie es und damit brüsten sie sich. Und wie man das verteidigen kann, das muss ich jetzt ganz selbstkritisch zugeben, das verstehe ich nicht, weiß ich nicht, geht nicht in meinen Kopf rein. Also wie man wirklich diese Art des Umgangs wirklich gutheißen und akzeptieren kann, das will einfach nicht in meinen Kopf.